Burg 1 ist angelehnt an meine allererste Burg, die ich gebaut hatte. Sie hat weder Doppelringe noch sonstige starke Verteidigungsanlagen. Ich habe die Symmetrie bei jeder Burg, außer Burg 2, sehr stark aufgebrochen, sodass es halt Varianz und Flexibilität gibt. Die Stärken der Burg 1 sind 2 frontale große Türme und relativ wenig Angriffsplätze für Belagerungstürme. Sie hat 2 kleine Torhäuser, die links und rechts an den Seiten liegen und dadurch sehr schnell angegriffen werden können und zerstört werden können. Die 2 Arme, die links und rechts weggehen, bestehen zum großen Teil nur aus einem niedrigen Wall. Das ist Burg 1. Burg 2. Burg 2 ist eigentlich eine Burg, die mir der gute Crusader Pilaf erbaut hat und erstellt hat. Dafür erstmal ein großes Dankeschön an dich, Crusader Pilaf, dass du dir die Zeit und die Arbeit auf dich genommen hast, um mir eine Burg zu bauen nach deinen Ideen. Burg 2 ist sozusagen nicht von mir persönlich erstellt. Ich hatte da noch gesagt, dass ich gerne das so haben wollte, dass die KI, der Barmherzige, beziehungsweise wie er dann später heißt, sehr auf symmetrische Burgen legt. Deswegen ist jetzt Burg 2 die einzige wirklich symmetrische Burg oder die hauptsächlich symmetrische Burg. Alle anderen Burgen sind, wie gesagt, unsymmetrisch. Die Stärken der Burg 2 sind ganz klar die Front, denn an der Front hat er 6 Türme, die sich aus 2 großen Türmen und 4 kleinen Türmen zusammenstellt. Des Weiteren besitzt Burg 2 auch ein großes frontales Torhaus und kann somit den feindlichen Angriffen gut Parole bieten. Burg 2 ist eine kleine Besonderheit unter meinen Burgen, denn die meiste Waffenproduktion ist ausgelagert, somit sind die Laufwege für die Arbeiter von den ausgelagerten Produktionsstätten nicht optimal, aber dafür ist das Volk quasi, also alle Wohnhäuser innerhalb der Burg platziert. Die Schwächen der Burg sind ganz klar mal wieder die 2 kleinen Torhäuser, die sich einmal rechts an der Seite befinden und unten. Das ist Burg 2. Nochmals vielen lieben Dank an Crusader Pilaf, dass er sich die Arbeit gemacht hat. Burg 3. Burg 3 ist meine wirklich selber überlegte und selber ausgedachte Burg mit verschiedenen Bautechniken und Herangehensweisen. Wir kommen zuerst mal wieder zu den Stärken der Burg. Die Stärken der Burg sind, er hat vorne an der Front 3 große Türme sowie einen kleinen Turm, der komplett ummauert ist. Außerdem verfügt die Burg über 3 kleine Torhäuser, die mit Zugbrücke bedient sind. Außerdem hat er relativ viel Burggraben, was daran liegt, dass er sich diesmal an dem Nordian, seinen Verbündeten, ein wenig orientiert hat. Die Schwachstellen sind ganz klar das hintere Torhaus, da das nur ein einfaches Torhaus ist. Außerdem hat er oben links bei dem kleinen ummauerten Turm eine relativ gute Anlegestelle für einen Belagerungsturm. Die Wirtschaft bei der Burg ist hauptsächlich auf Waffenproduktion getrimmt, deswegen ist auch fast alle außer eine einzige Waffenproduktion innerhalb der Burg platziert. Sie hat sogar 4 Lagerplätze, obwohl die KI nur 3 benötigt. Das ist Burg 3.
Burg 4. Burg 4 ist wirklich ein übelstes Durcheinander. Da habe ich mich mal richtig ausgetobt, was die Bauweise und die Gestaltung der Burg angeht. Ich habe zum ersten Mal versucht, einen quasi kleinen Doppelring vorne in der Front zu bauen. Dadurch hat die Burg aber auch einen entscheidenden Nachteil und dieser ist der direkte Bergfriedzugang. Der Vorteil dieser Burg ist auch weiterhin, oder die Stärken dieser Burg sind, dass er an der Front relativ viele Türme hat. In der Front befinden sich 3 große Tower 4 Türme, ein Tower 3 Turm und ein Tower 2 Turm. Links an der Seite befindet sich noch ein Tower 5 und dahinter ist quasi noch ein kleiner Doppelring, nämlich ein niedriger Wall, der den Tower 5 von hinten abschließt. Unten habe ich mir auch mal was komplett Neues einfallen lassen, und zwar ein einzelnes Torhaus, ein kleines Torhaus, was ringsrum mit Burggraben versehen ist. Das heißt, wenn da aufgebuddelt werden sollte durch feindliche Buddeltruppen, dann ist da sofort Durchbruch. Zu der Wirtschaft: Diese Burg hat gerade mal 2 Lagerplätze, die Arme links und rechts. Rechts der Arm besteht wie die meisten Burgen aus hohem und niedrigem Wall, sonst nichts. Links der Arm ist umschlossen oder zu Ende geführt zu dem oberen linken großen Torhaus mit Zugbrücke, und in dem Arm befindet sich auch der Tower 5. Das ist Burg 4. Burg 5. Da habe ich mal den Doppelring quasi auf die Spitze getrieben, sodass der Doppelring eigentlich komplett abgeschlossen ist. Die Stärken der Burg: In der Front befindet sich ganz oben ein Tower 4, der umgeben von Burggraben und Wällen ist und keinen weiteren Zugang zur restlichen Burg hat, sondern nur einen Treppenaufgang für Verteidiger sowie auch angreifende Truppen. In der Front befinden sich auch 2 Torhäuser, ein kleines und ein großes, diesmal ohne Zugbrücke. Im inneren Ring besitzt die Burg nur einen einzelnen Tower 4 mit Balliste. Ansonsten sind es kleine Türme mit ein paar Verteidigern und noch 4 Torhäusern. Die Torhäuser bestehen aus 2 großen Torhäusern und 2 kleinen Torhäusern. Unten ist die meines Erachtens größte Schwäche, denn die Burg ist unten offen, der untere Burggraben ist somit nicht geschlossen. Die Arme links und rechts sind links nicht wirklich vorhanden, dadurch rechts 2, die zueinander verlaufen, und auf den rechten unteren Arm besitzt die Burg auch sogar noch eine Position für Bogenschützen. Das ist Burg 5. Burg 6. In meinen Augen ist Burg 6 mit einer der stärksten Burgen, die die KI hat. In der Front befindet sich ein kleiner Doppelring und 2 frontale kleine Torhäuser mit Zugbrücke. In der Front besitzt die Burg 4 große Türme mit Ballisten, aber auch relativ vielen Armbrustschützenpositionen. Besonderheit an der Burg ist in dem unteren Teil der Burg, da sich da ein Tower 4 befindet, der links und rechts nur Zugang hat mit 4 Steintreppen. Klare Schwäche der Burg ist das kleine Tor auf der linken Seite, da der Burggraben da nicht komplett geschlossen ist, sondern nur mit Pfeilen bestückt ist. Eine weitere Schwäche ist das zwar große Torhaus im Süden der Burg, aber auch wenn das fällt, ist der Zugang gegeben. Zur Wirtschaft. Die Burg hat 3 Lagerplätze und sowohl die Waffenproduktionen als auch die Wohnhäuser befinden sich hauptsächlich im Inneren der Burg. Das ist Burg 6.
haben. Burg 7 ist meiner Meinung nach die beste Burg, die die KI hat im Spiel oder im Burgenpaket. Die Stärken der Burg. Sie hat in der Front 5 große Türme und einen kleinen Turm. Die Burg hat auch 2 frontale Torhäuser mit Zugbrücke, die aber relativ gut geschützt werden durch einen sehr zentralen vorderen Turm. Somit können angreifende Buddeltruppen sehr gut abgewehrt werden. Im hinteren Teil der Burg und auf der linken Seite befinden sich 2 Tower 5 Türme mit Ballisten, die die Seiten und den hinteren Teil der Burg abdecken sollen. Sowohl auf der rechten Seite ein relativ großen Mauerstück mit niedrigem Wall, wo auch 2 Bogenschützenpositionen befindlich sind. Weitere Vorteil dieser Burg: das untere Torhaus ist komplett ummauert, außer ein Mauerteil, damit die Arbeiter noch durchkommen, aber somit ist dieses Torhaus relativ gut geschützt gegen angreifende Truppen sowie Rammböcke. Schwächen dieser Burg. Schwäche ist ganz klar der direkte Zugang im vorderen Teil der Burg, sowohl auch das rechte große Torhaus auf der rechten Seite. Die Arme links und rechts gibt's mal wieder nur einen auf der rechten Seite. Da ist der rechte Arm nur aus niedrigem Wall gebaut worden und endet in einem Tower 2. Das ist Burg Nummer 7. Burg Nummer 8. Ihr werdet es wahrscheinlich schon sehen, denn ich habe mir komplett einmal was Neues ausgedacht. Diese Burg ist mit Burg 1 wahrscheinlich die schwächste in dem Paket. Sie hat weniger Armbrustschützenplätze als alle anderen Burgen. Dafür, und das ist wirklich die einzige Eigenschaft an dieser Burg, die wirklich gegenüber den anderen Burgen hervorsticht, sie hat Ställe und damit auch Raid-Truppen. Die KI bekommt mit dieser Burg Raid-Truppen, und zwar Ritter, davon maximal 10 Stück, obwohl sie 3 Ställe hat und somit maximal 12 Ritter ausbilden könnte. Die Burg ist dadurch relativ aggressiv gestaltet und die einzigen Vorteile sind die Raid-Truppen und die 3 großen vorderen Türme, die die angreifenden Truppen abwehren können. Die restlichen Türme sind nur kleine Türme und die eigentliche Besonderheit ist im unteren Teil der Burg. Da habe ich mir auch mal wieder was komplett Neues einfallen lassen, und zwar eine kleine Insel, bestehend aus Treppen und Wellen, umgeben von Wassergraben. Keine weitere Verbindung links und rechts. Die Schwäche. Ja, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, ist die Burg wahrscheinlich die schwächste Burg, da sie relativ viele Türme hat, die vorne nicht ummauert sind und somit entweder leicht zerschossen oder aufgeboxt werden können. Sie hat auch links und rechts 2 kleine Torhäuser, die weder durch Wassergraben noch irgendwelchen anderen Sachen großartig geschützt werden, sowie das untere Torhaus, welches auch nicht durch Wassergraben geschützt ist. Das linke davon die Burg hat unten 2 Torhäuser. Eins mit Zugbrücke, eins ohne Zugbrücke. Die Wirtschaft der Burg ist auch sehr auf Schwert und Rüstungen ausgelegt. Sie hat keine vollen Bogenschützenproduktionen und auch keine vollen Lederharnischproduktionen, sondern mehr Schwerter und Rüstungsproduktionen. Das ist die Burg 8. Das sind die 9 Burgen meiner KI, der Barmherzige, oder wie er dann auch im Vorstellungsvideo dann heißt. Ich hoffe, euch hat dieses Burgen-Vorstellungsvideo gut gefallen und ich hoffe, dass ihr auch den Burgen ein wenig Gefallen schenken könnt, denn es hat wirklich sehr viel Arbeit gemacht, die Burgen zu erstellen, und ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Ansonsten werde ich auf jede Burg nochmal
konkret in KI-Kämpfen eingehen. Und noch ein kleiner Hinweis am Ende: Die Burgen sind meines Erachtens zu 90% fertig. Es gibt hier und da bestimmt noch irgendwelche Kleinigkeiten, die ich ändern müsste. Die werde ich dann aber in den Kämpfen herausfinden und neutralisieren. Ich werde auch auf euer Feedback hören. Also schreibt mir gerne zu jeder Burg, wenn ihr da Anregungen, Tipps oder sonstige Sachen habt, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst wie gesagt sehr gerne eine Bewertung da und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi.